In einer Welt, Bitte hör auf. in der Ernsthaft? Prox über Leben und Tod Ich hab entscheiden. doch gesagt, du sollst aufhören. Wird sich diese Spielerin der Herausforderung stellen? Warum mache ich das eigentlich? Und weil ihr einfach genauso süchtig seid nach Siege wie ich, seid ihr hier. Und jetzt nach gegebenen Anlass einmal ganz kurz, das ist mir ganz wichtig, weil ich wurde um etwas gebeten. Und deswegen, wir haben einmal gegen Brazilian Storm und gegen Reawakening. So, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, denn ich habe es nicht ausgesprochen. Wir gucken uns die Devs an und wir gucken, was wir angreifen dürfen. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das spoilere ich schon mal, wir haben ein paar ganz nette Schmuckstückchen dabei, die ich so ausgepackt habe und die ich finde, die sehr, sehr gut in, ja, generell in die Attacks passen. Die Meta ist ja jetzt generell, ja, relativ Lamiella-lastig. Also, ich meine, war sie ja schon sowieso, aber ich meine, man sieht sie ausschließlich meistens. So, wir schauen jetzt einfach mal, was ich Schönes benutzt habe. Ich mache einfach immer mal schön Pause, weil ich mag das nicht, mich überschlagen zu müssen. Gut, also der erste ist jetzt nichts Neues. Also, wer meine Videos kennt und wer mich schon von Anfang an begleitet, weiß, dass ich diese oft schon so gerne spiele und so häufig spiele. Na ja, was heißt häufig? Also, man kann sie nicht immer spielen, aber gegen diese Lamiela-Sachen ist es ganz easy. Ich erkläre es euch kurz. Ihr macht den, Robo S2, ganz wichtig. Benutzt es nicht gegen irgendwas mit Mur oder sowas, wo ihr das triggern könnt und auch nicht, wenn der Feuer-Djinn da drinne ist. Auch nicht. Da nehmt ihr dann die Lurscher-Variante. So, Robo S2. Wir machen mit dem Konrad die Kiki leer, weil ich sage ganz ehrlich, die Kiki ist mir hier, gefährlicher anstelle der, Lamiela. Die können wir tanken, das ist in Ordnung. Wir sind tanky genug und deswegen spielen wir dann einfach weiter. Wir halten die Lamiela im CC. Das ist auch ganz wichtig. Diese Off ist natürlich unfassbar abwandelbar. Ihr könnt sie spielen mit Gapso dabei, ihr könnt sie spielen mit Vosa dabei, ihr könnt sie mit Tetra dabei spielen. Natürlich könnt ihr sie auch mit Elisa dabei spielen, aber das macht nur Sinn, sie mit Elisa zu spielen, wenn ein Reviver dabei ist, sonst macht sie keinen Sinn. Dann habe ich noch eine andere Variante, die ich euch später zeigen werde. Und, ihr könnt sie auch mit Shiva spielen, so wie ihr das bei mir im letzten Video gesehen habt. Das ist auch möglich. Das ist genauso wie die Elisa-Variante, wenn 'n Reviver dabei ist, meistens Morris dann. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde im Moment also, ich habe Gefallen an Shiva gefunden anstelle der Elisa, weil dort einfach mehr Sustain mit drinne ist, Eigensustain an der Shiva. Aber wenn ihr einfach mal meine Videos durchguckt, ich habe euch mehrere Varianten mittlerweile gezeigt. Ich glaube, mit einer meiner ersten Sieges überhaupt, da waren auch 2, 3 Varianten dabei. Müsst ihr einfach mal durchschauen. Also, das hier ist, wie ihr gesehen habt, wirklich einfach. Also, macht das LD leer und die Lamiella haltet ihr im CC. Und die Kami, die macht es dann. Denkt dran, sie auf Destroy zu machen, dann ist easy. Und weil es so cool ist, gönnen wir uns jetzt einfach mal eine 4 Sterne, Basis. Wir haben hier einmal die Plati, Shiva und die Beta. Wir spielen einfach Double Fish, ist okay. Also, in dem Fall, ist es gewollt, dass wir den Morris zuerst forcen. Also, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, da habe ich ja auch die Shiva genommen und habe dann einfach vergessen, dass sie ja den S3 hat mit dem Anti-Revive. Aber das machen wir hier jetzt nicht. Das Ding ist nämlich, der Trevor, der wird die ganze Zeit revengen, sobald er halt durch die Passive unter die HP gefallen ist. Und deswegen möchte ich ihn so hoch wie möglich lassen, dass er so wenig Damage noch macht wie möglich. Wir tun nach und nach uns die Units snacken. Also, wir nehmen als erstes den Morris raus, definitiv. Da ist halt der größte RNG-Faktor drinne und das Problem an der ganzen Sache ist, würden wir jetzt auf den Trevor gehen, dann, ja
dann revenged er uns die ganze Zeit und dann werden wir definitiv sterben. Also, ihr werdet das gleich verstehen, warum. Wir halten ihn einfach im CC. Ganz wichtig, haltet ihn einfach im CC. Wir arbeiten uns jetzt von links nach rechts. Also, erst den Morris, dann nehmen wir den Vigor und als Letztes nehmen wir den Trevor. Ganz wichtig. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich werde euch das dann auch noch mal erklären. Ihr sleept ihn einfach. Ich habe überlegt, eventuell wäre dort auch Double Sleep ganz gut möglich, also, dass ihr, Shiva Elusia Beta nehmen könntet, wäre auch okay, aber ihr droppt dann natürlich den Speedlead von der Plati. Wäre jetzt gar nicht so schlimm, aber das Problem an der ganzen Sache ist, die Plati, die kann halt auch stunnen mit S3. Und das habt ihr in der Double Sleep Variante nicht. Ihr habt zwar Double Sleep, aber wir brauchen am Ende den Stun für den Trevor. Das ist das ganz Wichtige daran. Wir brauchen den Stun, um Trevor zu stunnen, weil dann seine Passive halt nicht auslöst. Also, ihr werdet es gleich sehen. Wir müssen es halt einfach jetzt ein bisschen spielen. Ist natürlich klar. Ich habe ja gesagt, wir nehmen uns erst mal den Morris, vor. Leider habe ich jetzt auch nicht so häufig mit der Shiva geprockt, aber es ist nicht so schlimm. Also, ihr müsst jetzt nicht darauf, ja, also, es ist jetzt nicht irgendwie wichtig, dass ihr prockt oder so. Wenn ihr es habt, ist es nice to have, wenn nicht, dann nicht. Also, ist jetzt nicht so schlimm. Das Problem an der ganzen Sache ist einzig und alleine die Passive vom Trevor. Da habe ich kurz gemisplayt, also wirklich. Ich hätte mir einfach festhalten sollen. Also, was heißt Missplay? Es tut jetzt nichts ändern irgendwie zu der Sache oder so, aber ich hätte halt wirklich ganz fein, einfach den Trevor weiter sleepen lassen sollen, schön auf den Vigor drauf und fertig. Hätte auch den S3 vielleicht auf den Vigor machen sollen, damit er sich nicht healt. Aber wie ihr seht, also es sieht jetzt genau, also das habe ich jetzt dann gemacht. Es sieht jetzt irgendwie, also es fühlt sich auch nicht unsafe an. Und, ja, ich habe es gespielt, ich fand es in Ordnung und jetzt müssen wir halt, spielen. Ich habe S1 gemacht, damit wir, eventuell Contis draufkriegen und der unter diese Passivgrenze fällt. Aber da hätte ich jetzt zum Beispiel auch kein S3 machen müssen. Der S1 wäre besser gewesen. Jetzt hatte der natürlich ein bisschen Bock gehabt. Ich habe sie wiedergeholt, habe sie dann auch mal ein bisschen gehealt. So, da haben wir jetzt Contis drauf gehauen, aber der hielt sich jetzt natürlich wieder ein bisschen. So, also wir müssen einfach unter diese Grenze kommen. So, Problem ist halt, ne, da muss man drunter kommen. Es ist trotzdem keine Sorge. Also, es sieht dramatischer aus, als es ist. Wir müssen ihn einfach im richtigen Moment stunnen. Und das habe ich eben, also, wir wären schon längst fertig. Das habe ich leider verpasst gehabt, weil ich gemisplayt habe. Ich habe euch ja gesagt, wann. Die Procs haben jetzt natürlich auch, genervt, aber so, jetzt ist er genau da drunter. Und jetzt ist fertig. Jetzt ist er getriggert worden, jetzt killen wir ihn und Ende. Für mich hat es sich nicht unsafe angefühlt. Hier habe ich ein Team, das liebe ich unfassbar gerne. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass die Kami jetzt in dieser Meta irgendwie nicht so gut wäre. Also, generell, ich habe keine Ahnung, warum die Leute das denken. Ich finde, Kami passt in dieser Meta jetzt besser, also, die ist einfach wunderbar. Ich liebe einfach Kami Belial in verschiedenen Variationen. Hier in dieser Variation habe ich jetzt, Purna dabei genommen. Ihr könnt aber auch Lucia nehmen, also hier die Pudding in Feuer. Die könnt ihr auch nehmen. Es dreht sich einzig und allein, und oder Rakuni könnt ihr auch nehmen oder den Feuerbayek. Es geht einfach darum, dass ihr ein gutes Feuerunit benutzt, was auch ein bisschen euch helfen könnte, wenn es nicht gekoffert wird. Also, der Pörner zum Beispiel, also die Pörner oder wie auch immer, der Vogel ist für mich, ne, hat halt die Passive mit dem Heal, ist für mich super gut. Wir hätten aber auch, wie gesagt, Rakuni nehmen können. Wir hätten den Feuerbike nehmen können. Wir hätten Lucia nehmen können auf, Triple Revenge. Also, das geht alles. Und in dem Moment, ich arbeite mich immer so vor, ich nehme die Silvia raus und gehe dann über die Irene und als Letztes nehme ich dann, Zenitsu raus und fertig. Also, das geht jetzt natürlich nicht
wenn ihr gegen, wenn Tanisha da drinne ist. Es geht aber wohlbemerkt, wenn Plati drinne ist. Also, wenn ihr diese Devs, die sieht man immer mal wieder noch, also, die sieht man auch im Weltgildenkampf noch häufig. Deswegen habe ich dieses Deck auch im Weltgildenkampf gespeichert. Ähm, Da könnt ihr das auch benutzen. Also, jetzt guck mal, der Vogel wurde jetzt nicht in den Koffer gepackt und wir haben halt einfach die wunderschöne Passiv, mit dem Heal dann auch noch dazu. Wenn wir jetzt 'n Feuerball gehabt hätten, dann hätten wir auch noch 'n bisschen Damage dabei gehabt. Oder wenn wir Lucia dabei gehabt hätten, hätten wir 'n Schild gehabt und so weiter und so weiter. Also, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Also, hier in dieser Variante finde ich das super. Wenn ihr ein Wind-Unit braucht, sage ich euch ganz ehrlich, geht nichts über Geomai. Also wirklich Geomai on top. Wenn ihr 'n Dark Unit braucht, dann nimmt, Gapso. Ähm, keine Ahnung, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe euch die jetzt schon so häufig gezeigt, die Möglichkeiten. Und natürlich werde ich die auch gerne weiterhin zeigen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt mir. Oder wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Wünsche habt, dass ich euch zeige, wie dieses Deck gerunt wird, dann schreibt es auch oder irgendwelche anderen Decks, das könnt ihr auch gerne schreiben. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich freue mich sogar darüber und werde euch das dann zeigen. Für mich auch ein wunderbares Team, aber ich muss euch direkt sagen, ich spiele jetzt die Hyanis auf Despair und die anderen beiden auf Vio. Das Problem an der ganzen Sache ist, es könnte natürlich auch ein Swift-Megumi da drinne sein und dann outspeedet ihr nicht. Deswegen, also, oder vielleicht doch, aber schwieriger. Ich wusste jetzt, dass das ein Despair-Megumi ist, weil, vorher jemand verloren hat und ich, habe mir dann gedacht: „Alles klar, so kann ich euch dann diese Off auch noch mal zeigen und kann auch ein bisschen dazu erklären.“ Also, wenn ihr wirklich nicht wisst, ob der Megumi auf Swift ist, dann könntet ihr definitiv, also, dann müsstet ihr alle 3 auf Swift spielen. Wenn ihr alle 3 dann auf Swift spielt, dann ist das safe. Aber ich muss euch warnen, ihr könnt natürlich auch getrappt werden. Das habe ich jetzt des Häufigeren gesehen und deswegen werde ich euch da dann auch andere Alternativen zeigen, dass genau diese oft getrappt wird. Also, ich würde euch im Moment nur empfehlen, sie zu spielen, wenn ihr wirklich wisst, wie die Units da drinnen gerunt sind. Also, ob sie jetzt auf, Triple Will sind oder ob sie auf Swift sind oder wie auch immer, dann könnt ihr das anpassen. Ich würde es euch im Moment nur dann empfehlen. Ansonsten, bis dass wir da etwas gefunden haben und ich euch da was mitgeteilt habe, könnt ihr das so machen, aber ich würde euch kein 100% Safe-Stempel dafür geben. Definitiv im Moment nicht, weil halt wirklich, wie gesagt, es wird getrappt und ihr wisst nicht, ob Swift ist. Wenn ihr jetzt mit Triple Swift geht, ist okay, aber auch dann könnt ihr mit dem Triple Will getrappt werden. Also gibt von mir nur ein, 50% Safe-Stempel. Aber hier, es ist wirklich, er ist natürlich, der Geomai fungiert als Daphnes Tank. Er ist full tanky, absolut minus, Feuer, ganz, ganz wichtig. Es hat sich wirklich einfach angeboten. Wie ich euch gesagt habe, ich spiele, das sehr, sehr gerne, weil er einfach einen super Benefit hat und wer ihn bis jetzt immer noch nicht hat, ist selber schuld, verstehe ich nicht. Also, wir haben gerade gesehen, Daphnes hat es nicht geschafft, ihn zu töten. Wir wollen jetzt einfach darauf, also, wir warten jetzt einfach drauf, dass Belial, rausgenommen wird. Und da seht ihr das. Einfach dieser Provoke, dieser Attack Break, es ist wirklich ein super Benefit und er kann kein Death Break bekommen. Also jetzt mal ganz im Ernst, natürlich hättet ihr dort einen Windy nehmen können, aber ein Windy hat nicht so viel Benefit, finde ich, wie der Geomai. Er macht keinen Provoke und er macht auch keinen Attack Break. Was gibt es noch für Units, die tanky sind? Es gibt im Wind eigentlich, also es gibt in Wind keins mehr, was kein Death Break bekommen kann. Ihr könntet dann natürlich noch sowas, ja, keine Ahnung, Byung. Nein, würde ich euch nicht empfehlen. Definitiv nicht. Würde ich nicht empfehlen, hat keinen Benefit in diesem Kontext. Er kann den Death Break bekommen und ich halte sowieso nicht so viel davon, den da reinzuspielen. Das, kann man, keine Ahnung, in G1, G2 machen.
aber in G3 würde ich's dann nicht mehr machen. Da würde ich dann wirklich auf Geomai umsteigen, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt euch den holen mit antiken Runen mit antiken, Münzen, nicht mit antiken Runen, Entschuldigung. Ihr könnt euch den holen mit antiken Münzen. Habe ich jetzt auch gespart. Ich habe mir einen zweiten geholt, weil er einfach gut vielseitig ist und das halt wirklich dieser Off sehr gut passt und ihr mittlerweile ja auch wisst, dass ich sie mag. Ich weiß, es gibt Leute, die skippen dabei. Beim nächsten Mal werde ich eine Triggerwarnung einsprechen, dass ihr am besten jetzt, skippen solltet. Aber in dem Fall hat es sich halt wirklich angeboten. Geomai kann keinen Death Break bekommen und, ja, das Key-Unit war halt nun mal Daphnes dort, was uns halt direkt ein Unit rausnehmen sollte und deswegen macht es einfach so. Free Win, wirklich super. Auf geht's in meinen sechsten Attack und ich habe euch ja gesagt, am Anfang des Videos, ich zeige euch noch eine andere Variante mit Konrad Robo und hier haben wir jetzt Solveig dabei. 1. sie hat 'n höheren Speed-Lead. Sie hat ihre Passive mit dem Heal. Das heißt, sie könnte zur Not wirklich solo machen. Wir machen wieder Robo S2. Wir machen mit dem so, jetzt ganz kurz, ganz wichtig, wir machen mit dem Konrad Vitra leer. Ganz wichtig. Und dafür habe ich jetzt Solveig genommen, weil ihr werdet es jetzt sehen, Moment. Sie macht 2, also ich habe es euch extra noch mal drauf gemacht, sie macht 2 Attacks. Mit dem ersten Attack triggert sie die Triana und mit dem zweiten Attack killt sie den Vitra. Wir lassen es jetzt weiterlaufen. Es ist dann jetzt einfach nur noch ausspielen. Also, ihr spielt das jetzt noch mal, genauso in der Konstellation weiter und nehmt den nächsten raus und den nächsten. Ihr könnt auch anstelle von Solveig könnt ihr Shiva in dem, Kontext nehmen. Ist auch gar kein Problem, denn sie macht ja auch Multi-Hit. So, ich habe, natürlich können wir dort, wie gesagt, Shiva nehmen. Sie macht Multi-Hit. Ich habe es euch jetzt einfach nur nicht gezeigt und wollte euch das lieber zeigen, weil das halt jetzt gepasst hat. Also, es hat mit dem Multi-Hit gepasst. Shiva nehme ich halt lieber gerne into Reviver. Dort macht sie mehr Sinn, ganz klar. Also, Konrad, Robo und Shiva macht Sinn in Morris rein, also wirklich in Reviver rein. Wenn ihr gegen sowas spielt, da macht dann eher, Solveig Sinn, weil sie kann es halt auch alleine machen. Ich habe sie auf Destroy, ihr könnt es dann halt einfach durchspielen. Ich musste dann immer mal natürlich kurz überlegen, wie lange ich noch Cooldown habe, habe jetzt einfach dann die nächste Rotation gemacht. Und es ist halt, ich muss auch, also wie ihr seht, ich habe vom Handy aus angegriffen, deswegen ist es dann immer ein bisschen blöd. Also, es ist so ein kleiner Bildschirm und oben ist dann auch das Menü für die Aufnahme und ich muss dann natürlich auch immer aufpassen, dass ich nicht Fettfinger und das dann irgendwie, ja, abbreche oder wie auch immer. Deswegen, ja, dauert das ein bisschen manchmal und das funktioniert aber trotzdem. Also, ich kann euch das definitiv 10/10 empfehlen. Ich meine, ich habe euch das schon mal ein paar Sieges vorher gezeigt. Da haben wir, glaube ich, genau gegen die gleiche Dev gekämpft, deswegen habe ich es auch als Deck. Ich meine, was habe ich nicht als Deck, ne? Also, wer meine Decks schon mal gesehen hat, der weiß mit meinen, 72 oder so Decks oder 70, irgendwie so, dass ich da ein Deck-Freak bin. Und da sind wir auch noch mal bei einer wichtigen Sache. Bitte, bitte baut uns mehr Decks ein. Bitte 100 plus, wie auch immer. Ich brauche mehr Deckplatz, einfach für just in case. So, hier, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine 10 von 10 Save Off, super gut, könnt ihr sehr gut dagegen benutzen. Abwandlung davon ist, Konrad, Robo und Shiva. Würde ich nehmen into Reviver wie Morris, auch super gut, absolut zu empfehlen. Weiter geht es. Ja gut, okay, wir bauen einen ganz, ganz, ganz kurzen kleinen, Snipe ein, ganz kurzer Exkurs. Ähm weil, ja, hat sich angeboten und ich meine, wofür habe ich denn auch meine ganzen Rignas und Adrianas und sowas? Snipe kann auch manchmal ganz cool sein, so wie ich euch gezeigt habe mit dem Ikaru. Das ist auch ganz cool und ich, habe auch sogar noch eine Idee, die wir machen könnten. Die werde ich euch aber bei Zeiten, wenn es sich natürlich anbietet, zeigen, so wie alles andere auch. Ich habe hier jetzt Lionel rausgenommen, weil es halt der einzige Strip in diesem Team ist.
Hier ist natürlich wichtig, dass ihr outspeeden müsst. Ich hatte jetzt keine Info vorher, ob, also wie schnell das Unit ist, keine Ahnung, diesmal nicht. Ich bin jetzt einfach reingegangen, weil ich halt 'n 28er Lead habe. Also, ich habe 4 mehr, Lead und ich bin mittlerweile ja auch nicht mehr allzu langsam und deswegen bin ich jetzt einfach so auf gut Glück da reingegangen. Es hat funktioniert und ja, fertig. Also, dabei müsst ihr halt outspeeden und mehr müsst ihr da eigentlich nicht beachten. Dann nehmt ihr den Strip raus und dann geht ihr halt ich hätte vielleicht eher auf den Wenn dann mit der Miang S2 gehen sollen, weil mittlerweile sieht man immer mehr irgendwie tanky Maxis, aber die machen dann auch nicht viel. Die hauen euch dann einfach wie so 'ne nasse Nudel und das war's. Ich kann euch was Schönes Neues zeigen. Es ist diesmal keine Riley dabei und auch kein Haging. Nein, wir haben diesmal Luis, Thesarion und Kinky. Den Kinky habe ich gewählt, weil der Hahn ausschließlich cyclen kann, wenn er crittet. Und er crittet auf den Kinky nicht, also cycelt er auch nicht, also macht er auch keinen Schaden. Also, selbstverständlich, erklärt sich das dann ich meine, guckt euch das an. Er hat sich keine Attack Bar gecycelt, weil er halt auf den Kinky nicht crittet. Und das ist dann also, wir spielen dieses Spiel einfach aus. Es normalerweise ist es unlosable, wirklich. Also, selbst mit Procs ohne Ende ist es unlosable. Also, wirklich 99,9 sage ich euch, dürfte das nicht losbar sein. Natürlich diese 0,1 es kann immer was passieren. Es ist, Summoners War, wir wissen, ne? Aber in dem Fall Kinky tankt den Hahn. Er kann keine Crits bekommen, Hahn kann nicht cyclen. Das heißt viel, viel weniger Damage. Dann haben wir von der Louise, den S1 Death Break, was auch Giga ist, genauso wie den Heal von ihr, die Buffs von ihr. Natürlich hätten wir jetzt auch anstelle der Louise hätten wir, Riley nehmen können, ist auch in Ordnung. Dann hätten wir einfach den Thesarion Resilith genommen. Ist, an sich gar kein Problem gewesen oder wäre gar kein Problem gewesen. Aber wie ihr seht, es ist absolut geschmeidig. Ja, also die killen sich sozusagen selber. Den Thesarion habe ich jetzt einfach nur auch dabei, damit, der Taranis seine Passive nicht so extrem ja, also, dass er eigentlich nicht wiederkommt. Wir konnten nur den Moment leider nicht abpassen richtig, weil er dann den Chandra auch noch mal wiedergeholt hat und jetzt ist er tot und ist doch wieder da und hat noch mal den Hahn geholt. Aber ihr seht, also, das ist wirklich das ganze Worst Case, was es eigentlich gibt und es ist nichts passiert. Wir haben sogar noch einen wunderschönen Luis S1 Death Break auf den Hahn. D d also, der killt sich selber. Der also, weiß ich nicht, habe ich nichts mehr zu sagen zu. Ich habe, einfach die Runen von Riley dann rübergegeben. Deswegen war sie 'n Ticken schneller, aber sie war halt tuned zu dem Thesarion und alles. Deswegen habe ich das genauso gemacht. Und es hat super funktioniert. Bietet sich an, oder? Was würdet ihr sagen? Also, ich meine natürlich, klar, es gibt jetzt böse Zungen, die sagen würden: „Ah, da ist aber der Feuerhacker dabei und was ist, wenn der CP nicht, zurückpusht?“ Ja, ich habe meinen Lichtindra extra dafür dabei. Der wunderbare, der stunt und macht einen Bombenschaden und die Tiana haben wir dabei. Also, wir haben wirklich mehrere Faktoren. Er hat jetzt zwar nicht gestunt, leider, aber wir haben zurückgepusht. Ich habe bei meinem CP da drauf geachtet, dass er wirklich Max ACC hat und, das war ein, also, was soll ich euch dazu sagen? Ich muss das jetzt extra anhalten. Moment, es muss richtig stehen. Ihr wisst, mein Monk. Das war jetzt so schnell, dass ich dazu nicht viel sagen konnte. Also, noch ihr könnt anstelle des Lichtinrers könnt ihr auch 'ne Azima da spielen. Ihr könnt einen Darkaffen spielen, der ist auch ganz gut. Also, der macht ja wenigstens auch den Stun richtig und so. Der Lichtindra, der hat diesmal 'n bisschen versagt. Damage hat er gut gemacht, aber Stuns hat er keine getroffen. Und ansonsten, ja, ihr könnt auch 'ne Savannah da reinschmeißen. Also, da gibt es eigentlich nicht viele Grenzen, was ihr da benutzen könnt. Deswegen, es hat sich super angeboten jetzt. Also, ich liebe die Lamiela-Meter, muss ich ehrlich sagen. So, und für alle, die wieder ein bisschen geskippt haben, weil manche Offs nicht so spannend waren. Wir sind jetzt beim letzten Attack. Ich habe alle 9 Attacks davor gewonnen.
Ähm, wir müssen jetzt natürlich schauen, wie es jetzt läuft. Also, ich habe euch das eben schon mal gezeigt mit, der an ach nee, gar nicht. Ich habe es genau dagegen gezeigt. Ne, stimmt, wir haben's noch mal geforst mit Orion anstelle des Vigors. Das hatte ich jetzt aber nicht angegriffen, aber das hätte man auch damit machen können. Ich habe es jetzt nicht angegriffen. Ich habe euch das eben schon gezeigt. Ich finde es super, super gut. Also, wirklich klasse. Wir nehmen den Morris zuerst, weil er einfach, ja, also, ihr habt das im ersten Replay schon gesehen. Wir müssen den Trevor wirklich als Letztes lassen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil sonst einfach viel zu viel Damage dabei rumkommt. Also, wir können natürlich auch hingehen und immer wieder die, Shiva pushen, wenn grade nicht irgendwie was Dramatisches ist. Wir können sie immer und immer wieder hochpushen, dann kann sie halt schneller angreifen und, den Push grade hätte ich jetzt eventuell nicht unbedingt machen müssen auf die Shiva. Dann hätte sich die Betta selber healen können, aber ja, also, es ist solange wie es so aussieht, ist es wirklich, gar also, absolut ihr seht, der Trevor, der macht gar nichts. Da habe ich mich kurz dazu entschieden, einfach mal dem Vigor die Abklingzeit reinzuballern, aber gut. Gegen die ganzen Procs kann man dann auch nix machen. Die ganze Dev, hat halt natürlich extrem RNG-Potenzial, aber genau damit könnt ihr dagegen vorgehen, wie ihr seht. Ich habe euch das beim ersten Mal gezeigt. Ich habe euch das jetzt beim letzten Mal gezeigt. Das ist aber Moment, das ist auch ganz spannend. Ich habe mit der gleichen Off, womit ich meinen Siege eröffnet habe, beende ich jetzt meinen Siege. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, dass wir nicht, zu viel RNG abbekommen, weil das Problem an der ganzen Sache ist, die ganzen Procs. Und wie wir jetzt gesehen haben, ist es natürlich möglich, dass auch der Trevor dann Proc, 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 Proc und der Morris Proc, Proc, Proc. Also, es ist, d g guckt euch den Morris an. Guckt es euch an. Also, es ist wirklich, ja, was sollen wir dazu sagen? Es ist natürlich, sehr kräftezerrend, aber na ja. Also, ich habe dann auch ganz kurz überlegt, ob man eventuell das, Konrad Robo Shiva Team dagegen nehmen könnte. Dann hättet ihr in dem Fall halt den, Trevor zuerst rausgenommen. Aber da sage ich euch ganz ehrlich, ihr habt nicht so viel Sustain da drin. Also, das wäre halt wirklich 'n Gamble und der Vigor könnte euch dann leider irgendwie auch die Units rausnehmen. Genauso wie auch der, Morris mit seinen überdimensional häufigen Procs und so weiter. Deswegen davon würde ich dann abraten. Das Team fand ich jetzt super gut. Also, ja, wie ich euch gesagt habe, wir nehmen erst den Morris, dann den Vigor und dann als Letztes den, Trevor, einfach um es auszuspielen und ja, also S1 wäre wahrscheinlich viel sinnvoller für die Dots, aber, ja, das muss man sich dann auch erst mal im Kopf behalten und da hätte ich jetzt auch den S3 behalten müssen, in der Runde davor, aber jetzt können wir es auch so spielen, das funktioniert auch. Also, wir stunnen ihn, jetzt ist er runter, also, er ist da drunter gefallen und wir haben ein Päuschen. Wir haben ein 10-10. Ihr wisst, die Krone, die muss immer sein. Ihr seht es oben. Ich habe wieder ein 10-10 reingespielt und ich habe euch auch einiges Schönes an Offs gezeigt, die ihr vielleicht noch nicht kanntet oder die ihr selber schon spielt, die ihr euch schon geruht habt. Wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt gucken wir auch noch mal, wie der Siege ausgegangen ist. Also, wie ihr sehen könnt, haben wir den, Siege gewonnen. Ich mache jetzt direkt auch noch die Kiste mit euch auf. Also, ich habe sie schon bereits geöffnet und ich muss ehrlich sagen, dieses Mal habe ich eine wunderbare Kiste abbekommen und jetzt wisst ihr ganz genau, was am Ende kommt, wenn euch das Video gefallen hat. Also, das, ne, spricht Bände für sich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da und auf jeden Fall auch ein Like und ein Hype, ganz, ganz wichtig. Und das Allerwichtigste, nicht vergessen zu kommentieren. Also, es war ein wunderbarer Siege und, danke nochmal. Grüße gehen raus. Ihr könnt es alles lesen, was dort steht. Das dürft ihr nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.